Bahn und Tourismus. Eine Verbindung, die lange Zeit regelrecht ignoriert wurde. Doch Tourismus, das sind eben nicht nur die riesigen Bettenburgen am Meer. Und vor allem in ländlichen Gebieten kann man mit der Bahn oft genug reizvolle, wunderschöne Natur entdecken. Eine Art von Tourismus, die Zukunft hat. Die von der Vogtlandbahn betriebene Elstertalbahn ist ein Beispiel dafür. Mit einer neuen Werbeaktion soll diese Bahn nun mehr in das Tourismuskonzept des Vogtlandes eingebunden werden. Das Vogtland. Keine unendlichen Weiten, aber ein Landstrich, in dem es noch unerforschte Lebensformen geben soll. Die sanften Hügel mit Feldern und Wäldern sollen der Lebensraum eines Riesen sein, des Vogler. Allerdings ist er schwer zu entdecken, denn er kann Menschengestalt annehmen. Ab und zu fährt er auch mit der Bahn, speziell mit der Elstertalbahn. Es mag sicher wundern, dass diese Bahn bei vielen Menschen gar nicht so bekannt ist. Aber das touristische Potenzial der thüringisch-sächsisch-böhmischen Strecke soll künftig besser vermarktet werden. Man muss manchen Dingen zu seinem Nutzen verhelfen oder, wie wir hier gesagt haben, den schlummernden Riesen wecken. Schlummernder Riese heißt, dass diese Elstertalstrecke Potenzial hat, Potenzial genutzt, befahren zu werden. Und sie fährt von Gera über Greiz, Plauen, Oberes Vogtland in die Tschechische Republik, nach Franzensbad und nach Schöpp. Und man hat gemerkt, es ist die brückenreichste Strecke Deutschlands auf die Kilometer betrachtet, mit über 30 Tunneln und Viadukten entlang der Elster. Ein wunderschönes Gebiet und man sollte es für Ausflüge nutzen. Wir wollen es unserer Tourismusregion Vogtland anbieten, es zu nutzen, für Einheimische, für Gäste. Und da wollen wir gerne unseren Beitrag dazu leisten, dass das gelingt. Die Elstertalbahn ist wirklich Sightseeing mit dem Zug. Und es sind nicht nur die Brücken wie der berühmte Elstertal-Viadukt, unter dem die Strecke hindurchführt. Malerische Flusstäler, mal romantisch, mal wild. Kleine Bahnhöfe in engen, streikbewaldeten Tälern, die verschiedene Wandermöglichkeiten bieten. All das kann man auf dieser Strecke erleben. Wenige Kilometer weiter dann Städte mit guter Infrastruktur wie Plauen. Dort wurde nun ein Projekt vorgestellt, bei dem die Bahnstrecke und viel Wissenswertes drumherum durch ein hochmodernes Projekt verbunden werden. Eine Idee, die beim Zweckverband ÖPNV Vogtland schon länger existierte. Naja, es geht immer mal einer voran, der die Idee hat. Das war unser ehemaliger Geschäftsführer, der Herr Müller. Er hat ein Förderprogramm gefunden von Förderung Verkehrsinfrastruktur in grenzüberschreitenden Gebieten. Wir sind eines von 8 Regionen in Europa. Wir sind die einzige deutsche Region, die an dem Projekt teilnimmt. Dieses praktische Ergebnis ist eine App, die man sich auf der Webseite der Elstertalbahn oder durch Scannen des QR-Codes auf sein Handy oder Tablet laden kann. Das Konzept dazu stammt von der Agentur Wenn und Aber aus Hannover, die schon dort mit ungewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht hat. Und dann haben wir kurzerhand überlegt, wir stecken die ganzen Busfahrer in Röcke und haben dann die Kampagne kreiert. Der schönste Grund, warum Männer Rock tragen, sind Frauen. Damals haben wir versucht, eben halt hauptsächlich Frauen für das Verkehrsunternehmen zu gewinnen, weil die natürlich das Problem hatten, dass sie gesagt haben, also so große Fahrzeuge können wir nicht fahren. Und dann haben wir versucht, einen Grund zu erfinden, warum Frauen eben halt eigentlich genauso einen Riesenbus fahren können, weil die sind ja heute auch alle mit Servolenkung und wunderbar leicht auch zu bewegen, ne? Mit derart unkonventionellen Aktionen wurde auch die Aufmerksamkeit des Zweckverbandes ÖPNV Vogtland geweckt. Ja, und daraus angehend kam dann irgendwann so eine Anfrage hier von der Vogtlandbahn und ja, wie sieht das denn aus? Wären Sie denn dann interessiert? Schicken Sie uns mal ein Konzept. Und dann haben wir uns eben halt die Geschichte vom Riesenvogler überlegt und haben gesagt, jetzt verbinden wir halt die ganzen Standorte hier im Vogtland mit einer etwas anderen Story. Weil das Problem beim Riesenvogler ist, also niemand hat ihn eigentlich gesehen. Und es gibt auch keinerlei Fotos von ihm. Eigentlich könnte jeder der Riesenvogler sein. An verschiedenen Orten hat der Riese bereits die sogenannten Footprints, also riesige Fußabdrücke, hinterlassen. Wenn man nun mit dem Handy oder Tablet und dieser App einen solchen Footprint anschaut, kommen touristische oder geschichtliche Hinweise eingeblendet in das natürliche Bild. Also bei diesem Fuß
handelt es sich darum, wir hatten halt Plauen so als Standort der Spitze, also als Spitzenstandort identifiziert und haben gesagt, ja, da muss natürlich irgendwas hin mit einer Spitze und haben gesagt, naja, also ein Riese, der auch noch zugegebenermaßen so älter ist, aber eigentlich doch ein junger Mann ist, weil er also so ein Riesenjahr sind ja so 70 Jahre, Menschenjahre, ne? Und der lässt natürlich nur Spitze an seinem Körper. Also hat er natürlich entsprechende Spitzenshorts. Und hier wird dann eben halt, hier kann man eine Kiste entdecken, wo dann eine Spitzenshort rauskommt und die sich dann in Richtung Plauen davon macht. Dort sind dann weitere Fußabdrücke geplant, jeweils mit den Informationen zum Standort. Auch an 2 weiteren Standorten gibt es die Fußabdrücke bereits, so in Weischlitz. Hier müssen viele Reisende beim Umsteigen warten. Die Zeit kann man sich neben dem Lesen der touristischen Informationen mit einem lustigen Computerspiel vertreiben. Insgesamt sind solche Fußabdrücke an 11 Standorten in Arbeit. Weitere können natürlich folgen, und zwar nicht nur an den Bahnhöfen. Durch das EU-Förderprogramm Interreg als Teil des Programms Peripheral Access, bei dem grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen besser vermarktet werden sollen, können weitere Gemeinden an der Elstertalbahn in dieses Konzept eingebunden werden. Und wer weiß, wenn mehr Menschen auf der Elstertalbahn fahren und sich über Land und Leute informieren, dann entdeckt vielleicht auch irgendwann irgendjemand den Riesen Vogler.